In Thailand gibt es ein neues Visum für digitale Nomaden, das sogenannte Destination Thailand Visa oder kurz DTV. In diesem Video wollen wir uns einmal mit diesem Visum auseinandersetzen und vor allen Dingen auch die steuerlichen Aspekte näher beleuchten. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Ich weiß ja, dass viele von euch planen, zum Jahreswechsel auszuwandern. Deswegen haben wir in der zweiten Jahreshälfte 2024 noch einige interessante Seminare und Workshops für Auswanderer geplant. Bei allen unseren Seminaren geht es um Themen wie rechtssichere Steueroptimierung im Ausland, Vermögensschutz außerhalb der EU und natürlich auch zweite Staatsbürgerschaften. Neben einem intensiven Kurs- und Seminarprogramm gibt es immer viel Raum für Networking bei unseren Events. Networking mit mir, mit Daniel und natürlich den anderen Teilnehmern. Das Beste ist, dass dein Ehepartner, Lebenspartner oder Geschäftspartner kostenlos zum Seminar, zum Workshop mitkommen kann. Alle weiteren Informationen zu unseren Seminaren und Workshops findest du im ersten Kommentar zu diesem Video. Ich würde mich freuen, dich bei einem unserer Events dieses Jahr kennenzulernen. Thailand stand ja in den letzten Monaten, in den letzten Jahren auch auf unserem Kanal hier vielfach im Kreuzfeuer, denn leider hat sich die thailändische Regierung entschlossen, Steuervorteile, die es in Thailand seit Jahrzehnten gibt, hier einfach so zu beenden. Früher waren ja ausländische Einkünfte in Thailand steuerfrei, wenn sie im Jahr nach dem Verdienst letztlich nach Thailand überwiesen worden waren. Aber das hat sich seit 2024 alles geändert. Jetzt sind sämtliche ausländischen Einkünfte, die nach Thailand überwiesen werden, in Thailand zu versteuern, egal wann sie erwirtschaftet wurden. Auch hier ist die Gesetzgebung nicht besonders detailliert. Das heißt, sicherlich gibt es Wege darum herum, aber grundsätzlich ist natürlich diese Entwicklung mit Sorge zu beobachten. Gerade auch deswegen, weil ja viele Rentner, viele Pensionäre aus Deutschland, aus den deutschsprachigen Ländern in Thailand leben, bisher ihre Rente dort steuerfrei empfangen konnten und das jetzt nicht mehr so ohne weiteres tun können. Auch gab es weitere Ankündigungen der thailändischen Regierung, dass die Regelungen sogar noch weiter verschärft werden sollen. Jetzt kam es ja zu einem Regierungswechsel in Thailand. Jetzt muss man mal schauen, was tatsächlich daraus wird. Eine willkommene Lösung, wenn man sich nicht mit diesen steuerlichen Nachteilen herumschlagen will, die es jetzt gibt, wenn man nach Thailand umzieht, ist das sogenannte Long-Term Resident Visum. Wenn man dieses Visum hat, dann gelten nach wie vor die alten steuerlichen Vorteile. Das heißt also, man kann die Mittel nach Thailand bringen, die man im Ausland verdient hat, unter der Bedingung, dass sie erst im Jahr nach dem Verdienst oder später nach Thailand überwiesen werden. Sie sind dann aber weiterhin steuerfrei. Nachteil des LTR-Visums ist, dass die Bedingungen sehr streng sind, die Anforderungen sehr hoch. Das heißt, für viele ist dieses Visum unerreichbar. Daher ist jetzt dieses sogenannte DTV-Visum hier bei vielen sehr willkommen. Es scheint nämlich so zu sein, als hätte man hier ein bisschen so vom LTR-Visum kopiert, aber letztlich die relativ strikten Anforderungen des LTR-Visums für das DTV-Visum nicht hier festgeschrieben. Was sind so die Bedingungen in der Zusammenfassung? Grundsätzlich können Personen aus 93 Ländern dieses DTV-Visum benutzen, darunter auch Personen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Es ist ein sogenanntes Multi-Entry-Visum. Das heißt also, man kann Thailand damit während der Gültigkeitszeit verlassen und wieder nach Thailand hereinkommen, was im Grunde genommen in Thailand etwas sehr Positives ist, denn nicht alle traditionellen thailändischen Visa erlauben ja diesen Multi-Entry-Status. Hier mit dem DTV ist es möglich. Man kann dann 180 Tage in Thailand bleiben, kann aber dann die Anwesenheit in Thailand verlängern um nochmals 180 Tage. Spätestens dann muss man das Land verlassen, kann aber natürlich unmittelbar wieder zurückkommen. Das Visum kann man offiziell seit dem 15. Juli 2024 beantragen. Zu diesem Zeitpunkt wurde es im Gesetzesblatt der thailändischen Regierung veröffentlicht. Es gibt zwei Kategorien hier dieses DTV-Visums. Die eine Kategorie heißt Workation. Ja, Workation. Du hast es richtig gehört.
Hier muss also der Antragsteller nachweisen, dass er im Ausland angestellt ist, digitaler Nomade ist, ein Business hat oder was auch immer, um eben hier nachweisen zu können, dass er die Bedingungen für Vacation erfüllt. Er muss außerdem Kontoauszüge bringen oder zeigen, dass man ein Vermögen hat von mindestens 500.000 Baht, also umgerechnet rund 13.000 Euro. Das ist also die Vacation-Kategorie. Die andere Kategorie heißt Thai Soft Power Related Activities. Hiermit kannst du also zeigen, dass du dich in Thailand aufhältst, um zum Beispiel Muay Thai zu betreiben, dass du thailändisch kochst, dass du hier Schulen besuchst oder Seminare aus sportlichen Gründen, um hier medizinische Behandlung in Anspruch zu nehmen oder hier aus künstlerischen Gründen dich in Thailand aufhältst. Thai Soft Power Related Activities. Offiziell heißt diese Kategorie. Wenn du mit dieser Kategorie den Antrag stellst, musst du eben zeigen, dass du eine solche Tätigkeit in Thailand ausüben willst, also dass du zum Beispiel bei einer entsprechenden Schule für Muay Thai eingeschrieben bist, dass du hier einen Kochkurs in Thailand machst und so weiter und so fort. Das DTV-Visum ist 5 Jahre lang gültig. Es ist also damit auf jeden Fall schon mal ein Schritt vorwärts im Vergleich zum Beispiel zu einem normalen Besuchervisum oder auch das Educational Visum in Thailand hat ja doch relativ viele Nachteile. Kommen wir nun einmal zur steuerlichen Situation. Anfangs hatte ich ja gesagt, dass DTV im Grunde genommen der Work from Thailand Professionals Kategorie des LTR-Visums so ein bisschen entspricht. Aber jetzt leider hier der Nachteil, das ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, das DTV-Visum hat nicht die steuerlichen Vorteile, dass das LTR-Visum hat. Es wird zwar überall gesagt, dass das DTR-Visum steuerfrei ist. Das aber nur unter der Annahme, dass du nicht mehr als 180 Tage pro Kalenderjahr dich in Thailand aufhältst, dann wären nämlich solche Einkünfte in Thailand zu versteuern. Das heißt, ja, du kannst dort tatsächlich in Thailand natürlich auch mehr als 180 Tage bleiben. Du kannst dieses Visum verlängern. Ich hatte es ja vorhin schon mal gesagt. Es ist also möglich, auch ein Jahr dort zu sein mit diesem Visum. Aber bist du dann mehr als 180 Tage dort, dann müsstest du jeweils deine nach Thailand überwiesenen Einkünfte in Thailand versteuern. Die Hoffnung hier zu haben, dass du also mit dem DTV-Visum, ähnlich wie mit dem LTR-Visum in Thailand dich steuerfrei aufhalten kannst, langfristig, das ist leider so ohne weiteres nicht gegeben. Aber es ist natürlich möglich. Hast du zum Beispiel Ersparnisse, von denen du leben kannst, dann brauchst du ja nicht deine Einkünfte in Thailand, dann kannst du von den Ersparnissen leben. Gibt es vielleicht jemanden, der dir ein Darlehen geben kann? Vielleicht hast du sogar eine eigene Gesellschaft, die dir ein Darlehen gibt, womit du dann in Thailand lebst und dann hältst du dich nach einer gewissen Zeit in Thailand, nicht in Thailand, sondern in einem anderen steuergünstigen Land auf und dann werden diese Darlehen glatt gezogen. Also da gibt es Möglichkeiten. Wie gesagt, viele der steuerlichen Bedingungen, auch zu den neuerlichen thailändischen Gesetzgebungen, sind alle noch nicht hundertprozentig hier definiert. Ja. Das heißt also, da gibt es noch Gesetzeslücken. Vieles ist nicht wirklich hier gesetzlich geregelt dazu. Ich hatte ja in einem anderen Video schon darauf hingewiesen, dass es auch andere Länder gibt, die ein ähnliches steuerliches System haben, allen voran der UK, wo es bis vor kurzem den sogenannten Non-Dom-Status gab. Da war das alles geregelt, auch mit Darlehen und so weiter. Das ist in Thailand noch nicht der Fall. Das heißt, man weiß jetzt nicht genau, wie sich das jetzt dort ausgehen wird. Und du könntest im Grunde genommen sagen, du probierst es einfach, musst aber natürlich dann damit rechnen, dass auch rückwirkend diese Sache dann angepasst werden würde. Alles also eine bisschen unbefriedigende Situation, aber damit muss man eben in Thailand umgehen. Alles, was ich jetzt hier gerade eben gesagt habe, dass ich natürlich das DTV-Visum hier mit dem LTR-Visum gleichgesetzt habe und auch zum Beispiel gesagt habe, dass sich danach nach 180 Tagen in Thailand dann Steuerpflicht ergibt, muss man natürlich auch sagen, das ist jetzt meine Interpretation und ich weiß auch die Interpretation vieler anderer Experten. Ich habe mich mit mehreren Steuerberatern und Anwälten in Thailand kurzgeschlossen und sie sagen im Grunde überall das Gleiche, aber auch das ist gesetzlich so nirgendwo festgeschrieben. Ich impliziere das. Wenn du da eine andere Meinung hast oder einen anderen Experten kennst, der es anders sieht, dann freue ich mich auf deinen Kommentar. Wie gesagt, das ist alles hier so ein bisschen Flight by Night in Thailand. Ja, also so ein bisschen auch im Nebel stochern.
Aber wenn man eben die anderen Dekrete und Gesetze und auch vor allen Dingen die neuen Steuergesetze der letzten Jahre kennt, dann sind eigentlich die Dinge, die ich gesagt habe, die logische Folge daraus. Aber wie gesagt, man muss das mit Bedacht sehen. Und ich würde dir auf jeden Fall raten, dich von einem Anwalt oder Steuerberater in Thailand dazu beraten zu lassen, auch wenn diese vielfach selbst verschiedener Meinung sind. Wie gesagt, es ist und bleibt eben Thailand. Wenn du dir überlegst, nach Thailand auszuwandern und möglicherweise hier in Thailand Zeit mit dem DTV zu verbringen, dann würde ich mich freuen, mit dir ein Beratungsgespräch zu führen. Wir helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, ins Ausland umzuziehen, viele davon auch nach Thailand, Steuern zu sparen, Steuern zu optimieren, neues Vermögen aufzubauen, ihr Vermögen zu schützen. Ich würde mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.